Frau Riepel, Sie erlebten als junge Frau von 16 Jahren bei einem Reitunfall eine Nahtoderfahrung. Was war die Vorgeschichte? Wie kam es dazu? Ja, ich bin als junge Jugendliche immer schon sehr gern geritten und hatte auch ein Pflegepferd und bin an einem Januar nach einem Unfall im späten Herbst des Vorjahres durfte ich 6 Wochen nicht reiten und dann im Januar bin ich dann endlich wieder geritten und es war schon später Nachmittag, es war ziemlich kalt und ich bin trotzdem mit meinem Pflegepferd ins Gelände gegangen, also in die freie Wildbahn, um auf dem Nachbarhof meine Freundin zu besuchen, die dort ihr Pferd hatte. Und weiß noch, wie ich dorthin geritten bin und dann habe ich sie nicht angetroffen und bin enttäuscht wieder zurückgeritten und dann weiß ich nicht mehr genau, was passiert ist, weil ich habe dann nur noch von anderen gehört, was dann war, dass eben, es kam dann so eine Art Schneesturm auf, also es war dann so ziemlich windig und es wurde dunkel und das Pferd kam alleine zurück von diesem Ausritt. Und sie haben das Pferd genommen und weil das Stalltor so gerüttelt hat, haben sie es schnell in die Box reingestellt und schnell wieder zugemacht, damit nicht so viel eiskalter Wind da reinkommt. Und erst circa eine Dreiviertelstunde später ist dann eine Reiterin, wollte die nach Hause, ist rausgegangen und hat mich dann gefunden, also direkt vorm Stall, da war so ein unbeleuchteter Feldweg, wo die Bauernhöfe verbunden hat. Und da lag ich bewusstlos und in der Nähe war so eine zugefrorene Pfütze und das Pferd sah auch so aus, als hätte es einen Sturz gehabt. Man konnte an mir dann nicht mehr viele Lebenszeichen messen. Es wurde dann gleich natürlich die Rettung gerufen und ich wurde ins Krankenhaus gefahren und es wurde festgestellt, dass ich hatte eine Platzwunde am Kopf, aber ich hatte sonst keine Verletzung. Nur im Gehirn hatte ich 2 kleine Blutungen. Das habe ich nachher erfahren, dass das die äußere Geschichte war. Von meinem inneren Erleben habe ich von diesen äußeren Umständen nichts mehr mitgekriegt. Für mich ging mein Lebensimpuls ungehindert weiter. Ich habe erst dann anschließend, als es mir schon wieder richtig gut ging und als ich dann zu Hause war, also nach fast einem halben Jahr, habe ich dann gemerkt, ach so, da gibt es ja einen Unterschied im Erleben. Ich war ja wirklich nicht mehr in meinem Körper, sondern ich war in einer anderen Welt und dann ging es wieder auf der Erde weiter. Sie haben dieses innere Erleben im Spital erlebt, aber richtig bewusst wurde es Ihnen erst, als Sie wieder zu Hause waren. Was haben Sie in dieser Zeit erlebt, in dieser Zeit der Nahtoderfahrung? Ich habe in dieser Koma-Zeit immer wieder so Bilder erlebt, die mir dann mehr im Bewusstsein blieben. Das ist so, wie wenn man einen Scheinwerfer dann auf ein bestimmtes Bild lenkt. So war diese Situation greifbarer und ich konnte mehr damit dann verbinden als erstes. Also zum Beispiel war das
es ist ganz schwer zu beschreiben, aber es war wie in einem blauen Universum, ganz ausgedehnt. Und es war wie so in dieser blauen Stimmung, wie so pures, reines Bewusstsein. Und in diesem Kosmos, sage ich mal, in diesem Umkreis habe ich mich als so kleines Lichtchen empfunden, und in diesem Umkreis kam so wie die Frage an mich als kleines Wesen: Möchtest du auf der Erde als Mann oder als Frau leben? Also es war wie so jenseits von jeglicher irdischen Einbindung, also von jeder irdischer Ordnung. Und da kam diese Frage: Möchtest du als Mann oder als Frau leben? Und ich weiß noch, dass ich als klares Bewusstsein eigentlich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte als Mann leben, weil das Weibliche war für mich so ein bisschen mit sehr viel Schmerzen verbunden. Und aber mehr so, also nicht körperlichen Schmerzen, sondern mehr so, ja, so einfach ein bisschen belegt, sagen wir es mal so. Das weibliche Leben hat für mich nicht so die Priorität gehabt, und ich hatte so das Gefühl, meine Kraft entspricht eher dem männlichen, klaren, zielstrebigen. Und dann ist wie so ein Ungleichgewicht in diesem blauen Raum, ist wie so eine Diskussionsstimmung entstanden, so wie wenn sich große Geister beraten, und mir wurde gefühlsmäßig so nahegelegt, ich habe keine Wesen gesehen, mir wurde einfach gefühlsmäßig dann nahegelegt: Schau mal, aber es hat sich schon ein weiblicher Körper gebildet. Und mit dieser Erkenntnis hat sich das Bild wieder aufgelöst. Dann gab es ein anderes Bild, wo sozusagen der Scheinwerfer hingeleuchtet hat, wo ich wieder mehr zu Bewusstsein kam. Das waren vielleicht auch so Bewusstseinsrhythmen. Da war ich mal konzentrierter und dann ist es wieder abgesunken, und dann war ich wieder ein bisschen klarer. Und als ich wieder so ein bisschen klarer war, habe ich einmal große Lichtgestalten gesehen und gefühlt. Und ich war als kleines Licht in einer Reihe von großen Lichtgestalten, bin ich mitgegangen, und wir sind zusammen im Einklang, in einer völligen Harmonie sind wir auf einen dunkleren Raum zugeschritten und waren so ganz harmonisch im Einklang, um einem Sterbenden über die Schwelle zu helfen. Und das war so ein innerer Impuls, der hat uns alle durchströmt, wie ein geistiger Atem. So, dass wir alle zusammen auf diese dunklere Höhle sozusagen zugeschritten sind und strahlend nach oben solche Gesten gemacht haben, die in dieser Intention, dass wir dem Sterbenden in die geistige Welt helfen wollen. Und
es war mir so, als wäre ich natürlich da dabei gewesen, aber es ist mir im Nachhinein dann schon die Frage gekommen, ob das eigentlich für mich war. Dann natürlich dieses Bild, wo plötzlich stand ich auf dieser strahlend grünen Wiese, so richtig eine riesengroße, ausgedehnte, leuchtend grüne, strahlende Wiese, die so wie von innen heraus gestrahlt hat und die so, ja, was hier auf der Erde oft mit Glitzer versucht wird so darzustellen, die so geflimmert hat. Also es war dadurch spürbar, was für eine Energie dieses strahlende Grün ausgedrückt hat. Die hat sich bis zum Horizont ausgedehnt, diese strahlend grüne Wiese, und ging dann in so einen goldenen Himmel über. Also so golden, leicht bewegt und gleichzeitig wie mit allen Farben, die der Regenbogen hat, durchsetzt. Also es war nicht eindeutig eine Farbe, sondern es war auch nicht eindeutig diese Farbreihenfolge, sondern es war dieser Farbklang, der da sich am Horizont ausgedehnt hat. Wie haben Sie sich selber da erlebt, auf dieser grünen Wiese? Also ich stand da, ich habe mich stehend erlebt, ich habe keinen Boden gefühlt und ich wollte so nach vorne mich bewegen. Und auf einmal wurde das Licht immer stärker, die Liebeskraft immer stärker und dieses unwahrscheinliche Glück, was ich da empfunden habe, und dieses Angenommensein, Angekommensein und so, Ina, schau, du bist zu Hause, es ist hier, da gehörst du hin. Und diese ganze Willkommensenergie kam in mich und dann war es wie so ein kreativer Prozess. Plötzlich habe ich gemerkt, alles, was ich denke, sehe ich plötzlich auf der Wiese. Und ich konnte alles denken und habe es dann gesehen und ich konnte es auf diese Wiese abstellen, sowie dazu tun. Und ich habe halt aus meinem Leben das, was ich kannte, so ein Stall, ein Besen oder so ganz normale, ein Topf und Essen und Gerätschaft, also Besen, Mistkabel und alles. Ich konnte alles denken und ich konnte das vor mir so anhäufen, so leicht links vor mir konnte ich das anhäufen und es wurde wie so ein Berg. Und ich habe also alles, ich habe mich angestrengt, ich habe alles gedacht, was ich mir vorstellen konnte und habe das alles angesammelt auf den Haufen und danach konnte ich richtig so mit meinem Bewusstsein hingehen, mir das von allen Seiten anschauen und habe dann immer so innerlich noch gedacht, ja, was könnte ich noch und habe mich richtig ganz doll angestrengt und wie mit einem Flügelschlag der Ewigkeit war dann alles wieder weg und die grüne Wiese war wieder vor mir, ganz leer und ganz bereit, wieder meine Schöpfungen, meine
Gedanken wieder aufzunehmen. Und für mich hieß es, ja, da war noch nichts Wichtiges dabei, was irgendwie Bestand hat. Das war alles wieder weg. Und ich habe wieder angefangen. Ja, man könnte ja noch das und noch das und das. Und ich habe aber nichts Lebendiges gedacht. Und trotzdem habe ich mich sehr, sehr bemüht und habe mehrere Anläufe gehabt, wo ich versuchen konnte, ob ich da noch mehr erschaffen kann, ob ich da noch was Bleibendes erschaffen kann. Und dann war, wenn ich dann erschöpft war, kam es wie so ein Wind und es war alles wieder weg. Und ich weiß nur noch, dass ich das so lange gemacht habe, bis ich echt ganz ermüdet und ermattet war. Und dann, ja, ich kann nicht mehr. Ja, und dann konnte ich mich natürlich auch ausruhen. Und das war für mich auch so, dass ich eben gemerkt habe, ja, auch in der anderen Dimension gibt es Phasen, wo man sich wirklich ausruht. Wie lange waren Sie im Koma? Ich war eben 16 Jahre alt gerade und ich war 16 Tage im Koma. Hatten Sie in dieser Zeit auch eine außerkörperliche Erfahrung? Ja, und da habe ich eben das Zimmer, in dem ich lag, von oben wahrgenommen. Also ich war circa so an der Zimmerdecke über mir. Ich habe meinen Körper so nicht so, also so wie wenn man so ein verpixeltes Bild sieht. Also nicht so genau gesehen. Ich habe die Umrisse nur so wahrgenommen. Ich habe meine Mutter sehr klar gesehen. Die saß an meinem Bett und die hat mir meine geistige Ruhe sozusagen gegeben. Und ich habe aber dieses ganze Krankenhauszimmer wahrgenommen und auch das andere Kind, was in dem anderen Bett lag. Und das war sehr krank. Das hatte, glaube ich, einen Hirntumor. Und da haben die Eltern erfahren, dass es nicht mehr gesund wird. Und da habe ich den ganzen Schmerz, den die Mutter da erfahren hat, habe ich körperlich gespürt. Ich habe dieses Zimmer eben wie meinen eigenen Körper gespürt. Und dieser Schmerz, den diese Mutter hatte, der ging mir durch und durch. Meine Mutter hat neben meinem Bett gesessen und von ihr habe ich so wahrgenommen, dass sie mir Nahrung gibt. So habe ich ihre geistige Klarheit wahrgenommen. Dass sie mir Nahrung gibt, natürlich war das physisch nicht nötig. Ich war ja über Sonde sicher ernährt, aber ihre klare geistige Haltung hat mich da ernährt. Frau Rippel, durch Ihre schwere innere Verletzung hatten Sie einen langen Genesungsprozess. Wie haben Sie diesen erlebt? Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe eben das Zimmer ganz als wie mein Körper wahrgenommen. Mein Bewusstsein war noch so ausgedehnt. Und gleichzeitig, wie ich das so wahrgenommen habe, kam irgendwie innerlich diese Stimme, die gesagt hat, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja? Und ab diesem Moment hat es mich wieder zurück in meinen Körper gezogen. Das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und ich musste wie von diesem ganzen Zimmer mich wieder zusammenziehen, um ganz klein in den Körper reinzukommen. Das war für mich sehr, sehr schwierig. Und ich war noch eine längere Zeit, auch als ich dann aus dem Koma aufgewacht bin,
sowie in meinem Körper und im Umkreis gleichzeitig. So. Und es war sehr schwierig für mich. Ich habe schon vorher seit meinem 3. Lebensjahr eine Brille gebraucht und es war besonders das auch schwierig für mich, wieder von innen heraus wahrzunehmen. Ich kann auch heute noch den Raum manchmal besser erfühlen, als dass ich wirklich konkret die Dinge wahrnehme. Und da muss ich wirklich wie so ein kleines Kind, so ein Säugling, der so da liegt und die Sehfelder gehen fast so parallel. So kam ich mir vor und ich musste lernen, dass sich wieder die Sehachsen kreuzen, dass sich wieder da ein Brennpunkt entwickelt und ich wieder was fokussieren kann. Und genauso war auch mein inneres Erleben. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Baby. Und meine äußere Umgebung hat dazu sehr gut gepasst, weil ich eben in einem Gitterbett lag. Ich war fixiert mit einem Bauchgurt und ich wurde gewickelt und alles war für mich geregelt. Meine Mutter habe ich ja auch von oben schon gesehen. Das war für mich selbstverständlich, dass die da war. Wenn meine Schwestern kamen, das war für mich auch nicht was Fremdes, sondern es ging einfach eben ohne Naht ineinander über und da war noch kein Bewusstseinsschritt, dass ich gemerkt habe, ich war in einer anderen Dimension. Es ging alles so ineinander über und irgendwo in meiner Erinnerung war noch die grüne Wiese, die hat da völlig dazugehört und ich weiß noch, ich habe nicht gesprochen. Ich habe mich völlig darauf verlassen, dass es so wie in der anderen Dimension war, das Telepathische, dass man sich nicht extra distanzieren muss und dann sagen, ich spreche das und du sprichst das, sondern es ging alles ineinander über und deshalb habe ich am Anfang eben auch nicht gesprochen. Ich habe mit den anderen so zusammengewirkt und als ich dann aber immer mehr in meinen Körper ankam, musste ich eben, um Wege zurückzulegen, musste ich in einen Rollstuhl. Also meine Schwester und meine Mutter, die haben sich sehr gefreut, dass ich aufstehen durfte und in einen Rollstuhl kam. Ich habe mich auch gefreut, weil ich bin unternehmungslustig und dann hat es mich aber so gewundert, wenn die mit dem Rollstuhl woanders hingefahren sind, als wo ich hin wollte. Ich habe gedacht, das kann ja wohl jetzt in meiner Welt nicht sein. Ich will dahin und die fahren woanders hin. Habe ich gedacht, die sind ja schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen dumm. Also gebe ich ihnen Zeichen. Dann habe ich angefangen, ihnen Zeichen zu geben, wo ich hin will. Und die haben sich natürlich gefreut, weil das auch so eine Art Kommunikation war. Und ich weiß aber noch, wie ich dann gemerkt habe, ich habe ja auch einen Mund und auch eine Stimme und auch eine Sprache. Und zwar war das so, dass meine Schwester mit mir dann einmal zusammen war und dann hat sie einfach aus ihrem Inneren heraus angefangen, Hänschen klein ging allein. Und da habe ich dann mit eingestimmt und habe in die weite Welt hinein. Und da habe ich dann gemerkt, da ist ja meine Stimme und meine Schwester ist die war so glücklich, die war so fröhlich, dass ich wieder sprechen kann. Und ich war dann auch so erstaunt und kam wieder immer mehr in das irdische Leben wieder rein, wo ich dann gemerkt habe, ja,
hier sind wir in verschiedenen Welten und wir müssen miteinander reden und uns austauschen, damit wir vom anderen erfahren, was der erlebt. Und dieses Erlebnis war dann der Anfang dafür, dass dann die Erinnerungen Stückchen um Stückchen wieder zurückkamen zu mir. Das war ein sehr wesentlicher Punkt in meiner Rehabilitationsgeschichte. Auch der Punkt, dass ich dann in eine Klinik verlegt wurde, in der ich davor schon öfter war. Also das Krankenhaus, wo ich mit den Gehirnblutungen war, das kannte ich noch nicht vorher. Und das andere Krankenhaus kannte ich schon, zum Teil auch Ärzte von dem anderen Krankenhaus, weil ich hatte mir öfter mal was gebrochen oder war öfter mal im Krankenhaus gewesen. Und da konnte ich dann wieder gut anknüpfen an meine Zeit vor dem Unfall. Wie lange hat das gedauert, bis Sie wieder dazu sich gefunden haben? Also der Unfall war Mitte Januar. Zu sprechen habe ich Anfang Februar wieder angefangen und nach den Osterferien kam ich dann aus dem Krankenhaus. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr Weltbild? Es hat mein Leben komplett verändert. Ich durfte nicht mehr reiten danach, was natürlich klar war, aber was für mich nicht, ich habe das nicht gleich so ganz eingesehen. Ich hatte Schwierigkeiten in meiner Klasse, weil in einer Klasse, wo alle so um die 16 herum sind, ist sehr viel Emotion, ist sehr viel mag ich nicht und das Spiel mit den Halbwahrheiten, Unwahrheiten und das hat mich sehr angestrengt. Also ich habe mich da zuerst nicht richtig zurechtgefunden und es hat mich sehr angestrengt und ich konnte nur kurze Zeit im Unterricht sein, aber nicht wegen dem Lernstoff. Den konnte ich wunderbar aufnehmen. Nur dieses Gewoge, dieses emotionale Gewoge und wie man sich dann verstellt voreinander so ein bisschen so. Natürlich, indem man die Grenzen austestet, wie weit kann ich gehen und so. Das war sehr anstrengend für mich, weil ich immer genau gespürt habe, was vor sich geht und ich war so direkt oder bin es bis heute auch, dass ich dann direkt das anspreche und eigentlich müsste man damit ein bisschen vorsichtiger umgehen und das musste ich erst mühsam lernen. Insofern hat mich das sehr geprägt, das Erlebnis, weil es für mich so eine Wahrheitserfahrung war. So wie in der anderen Welt, wo man sich einfach nicht verstellen kann, aber auch sich nicht verstellen möchte, sondern versucht, sein Bestes zu geben und versucht, den Anforderungen gerecht zu werden. Ich habe auch versucht, mit meiner Lieblingskrankenschwester über diese Zeit zu sprechen, mich ihr zu öffnen und zu sagen, dass ich das Licht gesehen habe und ob sie das Licht auch kennt und diese wunderschöne grüne Wiese. Und die Krankenschwester hat mich dann angeschaut und hat so wie, ja, natürlich. Und ich habe gleich gemerkt, ja, sie sagt es jetzt, um eben mich nicht zu kränken. Das hat mich nie so richtig losgelassen und ich habe aber gemerkt, ich kann mit den anderen Menschen nicht so gut darüber reden. Sie sind dann ein bisschen verunsichert. Und insofern habe ich mich immer mehr zurückgenommen und darüber nicht mehr gesprochen. Erst nach 4 Jahren nach diesem Unfall
habe ich dann Menschen getroffen, mit denen ich über Nahtoderfahrungen sprechen konnte. Das war eine außergewöhnliche Situation, weil diese Niederlage, sage ich jetzt mal, auf der grünen Wiese, dass ich nichts gedacht habe, was Bestand hat in der anderen Welt, die hat mich natürlich auch umgetrieben. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, was hätte ich denken können, was hätte Bestand gehabt. Und da habe ich dann an einem Jugendseminar einen Kurs gesehen, der hat geheißen, ein neues, lebendiges Denken. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist meine innere Frage, das wollte ich genau wissen. Was ist das lebendige Denken? Und bin dann dorthin gegangen in diesen Kurs und der Seminarleiter hat als erstes angefangen, von Menschen zu erzählen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und dann da wurde es mir gleich heiß und kalt und ich habe gedacht, ja, genau, ich war da und ich war da auch. Und ich bin dann in der Pause eben zu ihm hingegangen und er ist ganz ruhig geblieben und hat gesagt, ja, schön, dann kannst du mir davon ja auch mal erzählen. Und an der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich beim Herrn Schulnig bedanken, weil ohne die Menschen, die wirklich dafür Interesse haben und die wirklich sagen, das ist was Wichtiges, davon möchte ich der Welt auch was sagen. Ohne diese Menschen gäbe es das nicht. Da hätten wir Erfahrenen, die das erfahren haben, hätten uns nur zurückgezogen. Und deshalb vielen herzlichen Dank, Herr Schulnig, dass Sie sich auch dafür engagieren. So, und der Seminarleiter, der hat eben mir dann auch ein Büchlein gegeben von anderen Menschen, die über ihre Nahtoderfahrung berichten. Und kurz darauf hat mich ein anderer Mensch angerufen, der eine Jugendkulturstätte hatte in dem Ort, wo ich gelebt habe. Und mit dem zusammen haben wir dann eine erste Austauschgruppe für Nahtoderfahrene ins Leben gerufen, die sich anfangs wöchentlich und dann in 2-Wochen-Rhythmus und dann monatlich getroffen hat und wo lauter Menschen dabei waren, die selber so eine Erfahrung gemacht haben. Und das fand ich als eine sehr unterstützende Gruppe und ich habe auch gespürt, wie es den anderen gut getan hat, wie es sie gestärkt hat und mich auch gestärkt hat, darüber zu reden, was wirklich auch zu einem gehört, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat. Sie haben versucht, diese Verarbeitung, diese Erfahrung auch bildlich zu symbolisieren. Wie haben Sie das vorbereitet? Ich habe sehr, sehr viel aus dieser Nahtoderfahrung gelernt. Und obwohl ich das wirklich nicht anfangs einschätzen konnte und wo ich gedacht habe, wie kann das nur mir passieren? Ich darf jetzt nicht mehr reiten. Mein ganzer Traum von dem, was ich mal werden kann, ist jetzt zerfallen. Warum ist es mir passiert? Und ich kam in der Verarbeitung von diesem Erlebnis noch voll in die Krise, auch weil ich mich so allein gefühlt habe. Und am besten kann man diesen Seelenzustand mit diesem Knäuel symbolisieren. Ich habe mein Leben so gesehen wie ein Wirrwarr von lauter Impulsen und Strömungen und
ich wusste nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Und es war wirklich so, dass ich fast den Lebensmut verloren hätte. Und ich habe dann viele, viele Jahre habe ich gebraucht und bin aber nie daran richtig so verzweifelt, dass ich es dann ganz vergessen hätte, sondern habe dann geschafft, die verschiedenen Erfahrungen in die verschiedenen Zugehörigkeiten zu bringen, die dann ihre Ordnung gefunden haben. Und bin jetzt mit meinen irdischen 7x7 Jahren irgendwie richtig glücklich und habe so das Gefühl, ich habe alles in eine schöne Ordnung gebracht. Frau Wippel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ich danke Ihnen.